Ja, das ist wieder Musculus. Heute zum Thema Therapie mit Risdiplam. Die Spezialistin, die heute dazu zu uns spricht, kommt aus dem Kepler Universitätsklinikum in Linz und trägt den Namen Astrid Eisenkölbel. Herzlich willkommen. Hallo Herr Brix. Frau Doktorin, gleich zur ersten Frage. Seit wann ist denn die Therapie mit Risdiplam für die spinale Muskelatrophie in Österreich zugelassen und wo genau setzt sie an? Ja, Risdiplam ist seit 2021 in Österreich zugelassen und die Therapie setzt am SMN2-Gen an. Das heißt, es wird nicht ursächlich der Gendefekt auf dem SMN1-Gen korrigiert, sondern durch die Therapie wird am SMN2-Gen das Spleißen von Exon 7 ermöglicht. Das heißt, es wird besser eingebaut und dadurch steht mehr vom SMN2-Protein zur Verfügung. Vielleicht können Sie uns als Laien ein bisschen genauer erklären oder vereinfacht erklären, was denn da bei einem Patienten oder einer Patientin nicht stimmt. Also bei der SMA ist es so, dass die Patienten einen Gendefekt auf dem SMN1-Gen haben. Das heißt, dieses Gen kann gar kein Eiweiß produzieren. Wir alle haben aber ein SMN2-Gen, das auch dieses Eiweiß produziert. Das hat aber von Grund auf schon einen kleinen Defekt und Exon 7 kann nicht eingebaut werden, wenn die DNA umgebaut wird in das Eiweiß und kann deswegen auch nur 10% funktionstüchtiges Protein produzieren. Und durch die Therapie soll davon dann mehr zur Verfügung stehen. Aus Ihrer Antwort höre ich heraus, dass dieses Protein wichtig ist. Das Protein ist sehr wichtig für das Überleben der Nervenzellen im Rückenmark. Welche Verabreichungsformen stehen denn jetzt zur Verfügung? Ja, und das ist die Neuigkeit. Wir haben seit 2021 den Risdiplam-Saft zur Verfügung und seit kurzem eben jetzt auch Tabletten. Das heißt, für die kleinen Kinder können wir den Saft verabreichen und können langsam die Dosierung verändern. Und für die größeren Patienten oder auch erwachsenen Patienten steht dann eben die Tablettenform zur Verfügung. Gibt es Nebenwirkungen, mit denen zu rechnen ist? Es gibt ein paar Nebenwirkungen, die man bedenken muss. Das sind Gott sei Dank nur sehr leichte Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Fieber, Ausschläge oder gastrointestinale Beschwerden. Wie ist denn jetzt die Prognose für die motorische Entwicklung von SMA-PatientInnen, die Risdiplam erhalten haben? Wie sind da Ihre persönlichen Beobachtungen? Also wie bei allen Therapien, die für die SMA zur Verfügung stehen, ist es so, dass der frühzeitige Therapiebeginn essentiell ist. Das heißt, Kinder oder Patienten, die das Medikament eben schon sehr frühzeitig erhalten, am besten präsymptomatisch, haben eine Chance auf eine normale Entwicklung. Bei Kindern, wo schon Symptome bestehen, kann man hauptsächlich noch die Funktion erhalten und vielleicht kleine Verbesserungen erreichen. Das heißt wie immer Früherkennung, Früherkennung, Früherkennung. Absolut richtig. Bei der SMA ist es essentiell, dass die Kinder so früh wie möglich erkannt und behandelt werden. Und deswegen gibt es ja auch seit 2021 in Österreich das Neugeborenen-Screening, sodass diese Kinder wirklich schon in den ersten Lebenstagen behandelt werden können. Ist Risdiplam mit anderen Therapien für SMA kombinierbar? Vielleicht in manchen Fällen sogar sinnvoll? Also grundsätzlich gibt es keine Daten zu einer Kombination der Therapien. Das heißt, es ist derzeit nicht empfohlen, dass man 1 oder 2 oder 3 Medikamente verabreicht. Allerdings ist es so, dass wir die Kinder mittlerweile vor der Gentherapie in bestimmten Fällen bridgen mit Risdiplam. Das heißt, die bekommen für diese Übergangszeit Risdiplam, bevor die Gentherapie verabreicht werden kann. Und das ist dann der Fall, wenn die Kinder nur 2 SMN2-Kopien haben und damit einen sehr schweren Verlauf haben könnten oder wenn Kinder bereits bei der Diagnosestellung symptomatisch sind. Sie sprechen immer wieder von Kindern. Kommt SMA bei Kindern häufiger vor als bei Erwachsenen? Nein, es ist nicht so, dass es nur bei Kindern vorkommt, aber die schweren Verlaufsformen beginnen eben schon im Kindesalter. Das heißt, die SMA1, die ja die schwerste Verlaufsform ist, beginnt eben schon im Säuglingsalter und ist auch die, die unbehandelt innerhalb der ersten 24 Lebensmonate zum Tod führen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Kinder ganz früh behandelt werden. Wenn jetzt für jemanden Risdiplam nicht in Frage kommt, welche Therapien gibt es denn sonst noch? Wir haben noch 2 andere Therapiemöglichkeiten für SMA-Patienten. Das erste ist Spinraza, das wurde 2017 zugelassen und ist ähnlich wie das Risdiplam ein Medikament, das auf dem SMN2-Gen ansetzt und mehr Protein zur Verfügung stellen soll. Spinraza wird intrathekal verabreicht, das bedeutet über eine Lumbalpunktion, also einen Kreuzstich, und muss dann alle 4 Monate als Erhaltungsdosis weiter verabreicht werden. Und die zweite Möglichkeit ist die Gentherapie, das Zolgensma, das so funktioniert, dass das SMN1-Gen
Gen, das dem Patienten fehlt, in einen Virusvektor gepackt wird und dann als Infusion in den Körper gebracht wird und dort dann funktionstüchtiges SMN1-Protein produzieren soll. Das ist eine einmalige Infusion. Was für alle Patienten unabhängig von der Therapie wichtig ist, dass die Standards of Care eingehalten werden. Das heißt, dass alle Patienten eine interdisziplinäre Betreuung brauchen und regelmäßig Kontrollen in einem neuromuskulären Zentrum wahrnehmen. Dann sage ich danke für die Aufklärung über das neue Medikament und wünsche im Namen von Musculus alles Gute weiterhin. Vielen Dank. Ja, das war die Folge Therapie mit Risdiplam bei spinaler Muskelatrophie. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, dann schauen Sie doch in der Infobox nach. Da finden Sie unseren Link www.muskelforschung.at. Schenken Sie uns ein Gefällt mir für diese Folge, abonnieren Sie unseren Kanal und bitte denken Sie immer dran, Wissen hilft.